Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Wie gehabt beantworte ich in meiner neuen Kurzvideoserie 2 Fragen. Was ist über Astaxanthin bis Juni 2026 bekannt und was wissen wir immer noch nicht? Beginnen wir mit einem kurzen Steckbrief. Astaxanthin ist ein rötlicher sekundärer Pflanzenstoff aus der Gruppe der Carotinoide, der natürlicherweise unter anderem in Lachs, Krill und Garnelen im niedrigen Milligrammbereich pro Kilogramm Lebensmittel vorkommt. Das Astaxanthin für Nahrungsergänzungsmittel stammt überwiegend aus der Mikroalge Haematococcus pluvialis. In den ausgewerteten Humanstudien lagen die Dosierungen überwiegend zwischen etwa 4 und 24 Milligramm pro Tag, mit offensichtlichen Vorteilen für mittlere Dosen ab 12 Milligramm. Kommen wir zur ersten Frage. Was ist bisher bekannt? Die stärksten Forschungsnachweise betreffen die Haut. Unter praxisnahen Dosierungen von etwa 4 bis 12 Milligramm täglich über 8 bis 16 Wochen zeigen Humanstudien mittlere Verbesserungen von Hautfeuchtigkeit und Hautelastizität im Bereich von ungefähr 10 bis 40%. Diese beiden Merkmale der Hautqualität sind derzeit als die robustesten Humanbefunde zu bezeichnen. Für Falten gibt es zwar ebenfalls Belege für moderate Rückgänge in ähnlicher Größenordnung, die Ergebnisse fallen allerdings uneinheitlich aus und konnten nicht in allen Untersuchungen durchgängig bestätigt werden. Auch für sportliche Leistungsfähigkeit existiert bereits solide Humanevidenz. Die besten Resultate traten vor allem bei Dosierungen ab etwa 20 Milligramm täglich über mindestens 12 Wochen und in Kombination mit regelmäßigem Ausdauertraining auf. Unter diesen Bedingungen verbesserten sich Ausdauerleistung und Fettstoffwechsel in messbarem Ausmaß, etwa 1 bis 9%. Damit zur zweiten Frage. Was wissen wir nicht? Für direkte Messgrößen der biologischen Alterung fehlen weiterhin belastbare Humanstudien. Dazu zählen beispielsweise epigenetische Uhren zur Abschätzung des biologischen Alters, Gebrechlichkeitsindizes oder Untersuchungen zur Frage, ob Astaxanthin tatsächlich gesunde Lebensjahre verlängern kann. Stichwort Gehirn und Augen. Zwar wurden vereinzelt funktionelle Fähigkeiten wie Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeit, Kontrastsehen oder Blendungserholung erforscht. Bisher liegen allerdings nur wenige randomisierte Studien mit geringer Teilnehmerzahl und unterschiedlichen Messmethoden vor, sodass aussagekräftige Durchschnittsergebnisse aus Meta-Analysen noch immer fehlen. Mein Fazit lautet daher: Astaxanthin gehört weiterhin zu den wissenschaftlich interessantesten Anti-Aging-Supplementen, durch solide Belege für Hautalterung und sportliche Leistungsfähigkeit, dosis- und dauerabhängig. Als Hoffnungsträger für verbesserte Hautbeschaffenheit lässt sich Astaxanthin also durchaus bezeichnen. Für andere häufig diskutierte Anwendungsbereiche ist die Datenlage dagegen noch zu dünn, um verlässliche Schlüsse zu ziehen. Sie kämen verfrüht. Die Schlüsselfrage, ob Astaxanthin den biologischen Alterungsprozess beim gesunden Menschen möglicherweise verlangsamen kann, bleibt weiterhin offen. In meinem ABC-Schema bleibt Astaxanthin somit natürlich in Kategorie C. Die ausführliche Astaxanthin-Analyse aus dem November 2025 findet ihr wie gewohnt verlinkt in der Videobeschreibung. Zum Abschluss vielleicht noch mein persönliches Resümee nach 3 Jahren Dauereinnahme von 18 Milligramm Astaxanthin täglich. Meine Augentrockenheit in Verbindung mit Kontaktlinsen ist komplett verschwunden. Außerdem reagieren bei anhaltender Sonnenblendung meine Augen wahrnehmbar unempfindlicher. Und nicht zuletzt hat sich mein Hautbild insgesamt moderat verjüngt. Welche beobachteten Effekte würdest du ausschließlich Astaxanthin zuschreiben? Dann bedanke ich mich für dein Interesse und Vertrauen. Unterstütze meine bislang ehrenamtliche Arbeit doch gerne mit Like und Abo.
In diesem Sinne, let's get younger, not older, and have a nice day!